Hallo, ich bin Marcel von Alphabis und heute zeige ich euch, wie ihr mit unserem Portal einen KI-Tutor erstellt und ihn in euer Moodle einbindet. Alle Links packe ich euch in die Videobeschreibung und falls ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Was ihr braucht, ist ein Moodle-Account, ein Alphabet-Account und ein Textdokument, zum Beispiel ein Kurs. Wir haben uns hier den Kurs IT-Grundschutz vom Bundesamt für Sicherheit für Informationstechnik heruntergeladen und Teile davon bereits in unserem Moodle verwendet, also einen Kurs daraus erstellt. Und hier ist dieser Moodle-Kurs. Der Kurs sieht ja nicht besonders ansprechend aus und ist auch wenig bis gar nicht interaktiv. Aber das wollen wir jetzt ändern und zwar durch unseren KI-Tutor von Alphabis. Ihr registriert euch zuerst mal im Alphabis-Portal und dann erhaltet ihr eine Verifikations-E-Mail, die bestätigt ihr dann und dann könnt ihr euch auch schon im Portal mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort anmelden. Hier sind wir durch mit der Anmeldung und so sieht dann euer Welcome Screen aus, so oder so ähnlich, also weniger KI-Tutoren natürlich. Hier links habt ihr die Hauptnavigation mit allen KI-Tutoren, dann eurer Wissensbasis, dem Chat-Styling, Integrationen und Nutzung. Wie das alles aussieht, da komme ich gleich noch dazu. Wir erstellen auch direkt unseren ersten KI-Tutor. Dafür gehen wir auf das Menü KI-Tutor und klicken auf Hinzufügen. Können ihn dann benennen, zum Beispiel IT-Grundschutz-Tutor, könnten hier noch eine zusätzliche Beschreibung einfügen und müssen dann unser Template auswählen. Wir haben bereits die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Templates zu wählen. Einmal das Q&A Basic Template für simple Fragen- und Antwortszenarien, dann das Q&A Advanced für tiefere Recherche und ausführlichere Antworten und hier mein Lieblingstemplate mit dem größten Funktionsumfang, das Tutor Basic Template. Und was man damit alles machen kann, das zeige ich euch jetzt. Wir können hier erstmal verschiedene KI-Anbieter auswählen. Nehmen wir jetzt hier mal OpenAI und dann unser Fachgebiet definieren und auch eingrenzen. Und hier dann unsere Wissensbasis eingrenzen, entweder eine uneingeschränkte Wissensbasis, also das gesamte Umfang des Large Language Models oder nur oder nur auf die Wissensbasis beschränken. Oder halt themenspezifisch auf die oben gelisteten Fachgebiete. Hier können wir den Lernenden die Möglichkeit geben, eine zusätzliche Webrecherche zu aktivieren. Sollte die wissensbasisbasierten Antworten mal nicht ausreichen, kann dort die Recherche im Netz fortgeführt werden. Im nächsten Toggle können dann Quellen angezeigt werden. Das ist auch immer ganz praktisch. Wo kommt denn diese Antwort überhaupt her? Und dann steht dann da Seite 12 von dem und dem Dokument. Hier können wir den Kommunikationsstil anpassen. Setzen wir mal auf freundlich. Interaktionsniveau, das ist die Tiefe und Ausführlichkeit der Antworten. Hier können wir noch Lernziele definieren und das sind zusätzliche Prompts. Eine Kontaktadresse können wir hinterlegen, sollte mal ein persönlicher Support verlangt werden. Wir nehmen einfach mal info@it-helpdesk.de. Nun kommen wir zum interessanten Teil, nämlich den Übungsmodus. Ja, je nach Umfang, also der Übungsmodus ist auch nur im Tutor Basic Template zu finden und je nach Umfang der Wissensbasis ist es hier auch manchmal ratsam, zusätzlichen Webzugriff
für die Übungsgenerierung zu aktivieren, denn dann der Dialogmodus, also wie spricht der Tutor mit den Lernenden, das kann entweder rein Frage und Antwort sein, aber auch vielleicht etwas didaktisch wertvoller, ein deklarativer, also ein erklärender Dialogstil oder auch ein sokratischer Dialogstil, wo der KI-Tutor mir nicht direkt die Antwort verrät, sondern mich über Rückfragen zum Ergebnis hinführt. Hier lässt sich das Lernniveau anpassen. Wir lassen es mal auf Anfänger. Übungsarten, das kann gepromptet werden, also hier kann wirklich alles reingeschrieben werden, was man möchte. Wir nehmen mal offene Fragen und Multiple Choice, man könnte auch Lückentexte oder. Um in den Übungsmodus zu gelangen, müssen die Lernenden einfach im Chat aussprechen, dass sie eine Übung machen wollen. Also ich will eine Übung machen oder ich will mein Wissen testen und dann fragt der Tutor zu welchem Thema, wie ist deine Selbsteinschätzung auf einer Skala von 1 bis 5 und dann wird auch schon eine Übung generiert, die man dann eben beantworten kann und sein Wissen testen kann und der Tutor gibt ein sehr detailliertes Feedback, weist auf Wissensdefizite hin und wie man diese kompensieren kann. Also es ist wirklich ein ganz tolles Feature, unbedingt mal ausprobieren. Damit der Tutor auch die korrekten Antworten zu unserem Kursinhalt liefern kann, müssen wir natürlich unseren Kurs als Wissensbasis anlegen. Wir gehen hierfür auf den Menüpunkt Wissensbasis, legen über Hinzufügen einen neuen Ordner an und können nun ein Textdokument oder mehrere Textdokumente hochladen. Alternativ oder ergänzend können wir Webseiten verknüpfen und sogar eine automatische Aktualisierungsrate festlegen. Wir haben uns dazu entschieden, einen FAQ-Bereich zum ausgewählten Thema mit in die Wissensbasis aufzunehmen. Wir fügen den Link hier ein und fertig. Dann noch einmal aktualisieren und dann ist das auch aktiv. Im nächsten Schritt muss ich dann noch die Wissensbasis mit meinem eben erstellten KI-Tutor verknüpfen. Ich gehe wieder auf den Menüpunkt KI-Tutoren, wähle meinen KI-Tutor aus, gehe hier auf den Reiter Wissensbasis und wähle den gewünschten Ordner aus, hier IT-Grundschutz. Zum Schluss kann ich noch das Aussehen des Tutors im Bereich Chat-Styling konfigurieren und zuweisen. Hier noch wichtig für den kommerziellen Gebrauch, gemäß des EU AI Act müssen KI-Anwendungen als solche gekennzeichnet sein. Wenn ihr diesen Toggle bestätigt, dann wird den Lernenden bei der erstmaligen Nutzung des KI-Tutors ein kleiner Hinweis aufgezeigt, dass sie sich hier nicht mit einem Mensch unterhalten, sondern mit einer KI. Das klickt man dann weg und dann war es das auch schon. Wir testen das jetzt mal kurz. Hier mal den Dialogmodus normal und einfach mal starten und tippen ein, was sind die Aufgaben des ICS Informationssicherheitsbeauftragten und erhalten dann hier auch schon eine Antwort dazu. Können jetzt auch nochmal den Tutor auf einen sokratischen Dialogmodus switchen, dass wir mal den Unterschied sehen. Starten nochmal den Tutor, gleiche Frage stellen und sehen, dass hier eine andere Antwort generiert wird, die mich eben zum Ergebnis hinführt, ohne mir sie direkt zu verraten. Gut, dann haben wir nun unseren ersten KI-Tutor für den Kurs IT-Grundschutz erstellt. Was wir noch zusätzlich einbinden wollen, ist ein Moodle-Support, der nicht im Kurs sitzt, sondern im Menü von Moodle, also in der Interface, und die Lernenden durch die manchmal etwas chaotische User-Interface von Moodle navigiert.
Hier sind wir gleich vorgegangen wie zuvor, nur haben wir nicht das Tutor Basic Template, sondern das Q&A Template ausgewählt. Das ist für diesen Anwendungsfall völlig ausreichend und als Wissensbasis haben wir ein Textdokument hochgeladen mit allen FAQs aus unserem Moodle Helpdesk. Die haben wir gesammelt, in ein Dokument gepackt und das, was der Moodle Helpdesk immer geantwortet hat, das ist jetzt als Wissensbasis hinterlegt. Zusätzlich binden wir hier auch noch das Student FAQ von der Moodle-Webseite ein als Webquelle. Gut, dann kommen wir nun zur Einbindung in Moodle. Hierfür gehen wir zum Menüpunkt Integrationen und werden auf den Moodle Plugin Store geleitet, wenn wir hier auf Moodle klicken. Hier laden wir das Alpha Block Plugin herunter. Das ist eine ZIP-Datei und dann loggen wir uns in unsere Moodle-Instanz ein und gehen auf Site Administration, Plugins und hier Install Plugin. Hier ziehen wir dann den ZIP-Folder rein und installieren das Plugin. Folgen hier die Schritte und dann ist es auch schon installiert. Dann gehen wir hier nochmal drauf, scrollen runter bis zu Blogs und klicken auf Alphabees AI Tutor. Das taucht dann schon hier auf. Hier fügen wir dann unseren API-Key ein und stellen damit eine Verbindung zu unserem Alphabees-Account her. Ich gehe also zurück ins Portal, kopiere den API-Key und füge den dann hier im Alphabees Block Plugin ein. Und jetzt ist auch schon die Verbindung hergestellt. Wir gehen zurück in unseren Kurs und können nun exakt bestimmen, wo der KI-Tutor auftauchen soll. Aktuell bin ich im Kursmenü und hier möchte ich den Moodle Support einbinden. Ich füge das Alphabees Block Plugin hinzu, gehe hier oben auf Konfiguration und wähle dann meinen Moodle Support Tutor aus, den ich vorhin erstellt habe. Gehe hier in den Preview Mode und kann den Tutor dann auch direkt mal testen. Also hier, wie lade ich Einsendeaufgaben hoch und erhalte direkt eine Antwort vom Tutor, eine Anleitung, wie ich das tun kann. Gut, das gleiche machen wir auch nochmal mit dem IT-Grundschutz-Tutor direkt im Kurs. Wir wechseln wieder in den Edit-Mode, gehen in das erste Kapitel des Kurses, fügen das Alphabees Block Plugin hinzu und direkt taucht der Tutor hier unten dann auch schon auf. Wir testen mal den Tutor, wie geht es dir? Und erhalten eine Antwort. Und das Tolle ist, wenn ich nun Änderungen an der Konfiguration vornehme, dann werden diese Änderungen fast in Echtzeit im Tutor übernommen, also im Kurs. Ich gehe mal zurück ins Portal, wähle nochmals meinen IT-Grundschutz-Tutor aus und jetzt aktiviere ich hier die Live-Aktionen. Jetzt gehe ich zurück in den Kurs, aktualisiere die Seite einmal und sehe, der Tutor meldet sich plötzlich von alleine, also ist nicht mehr passiv als Chat, sondern er bietet aktiv seine Hilfe an. Ihr seht hier den Inhalt des aktuellen, also der Tutor sieht hier den aktuellen Inhalt des Kapitels, er hat sozusagen Augen und bezieht sich eben auf den Inhalt. Ja, also diese Antworten und die Fragen sind immer relevant und bezogen auf den aktuellen Inhalt, den die Lernenden hier gerade sehen. Ich kann mir hier Zusammenfassungen geben lassen oder Fallbeispiele. Hier erklärt er mir erstmal seine Funktionen. Und nun möchte ich noch eine Übung machen.
ähm, tippe das hier ein. Er fragt mich, zu welchem Thema. Ich sage Sicherheitsmanagement und schätze mich selbst als Expertenstufe 2 ein. Und nun wird basierend auf dem Kursinhalt und basierend auf meinem Vorwissen und meiner Selbsteinschätzung und natürlich den Eingaben im Portal ein Übungsset generiert und meine Antwort dann ausgewertet. Das Tolle ist hier, dass auch offene Fragen ausgewertet werden können, da die KI natürlich tausende Antworten gleichzeitig kontrollieren und feedbacken kann. Gut, das war's jetzt hier von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch eine gute Tour hier gegeben und einen Einstieg, dass ihr das selber auch mal ausprobieren könnt. Und solltet ihr Fragen haben, verlinke ich auch noch die Tutor Academy. Da steht alles nochmal drin, könnt ihr nochmal nachlesen. Auch eine interaktive Suche, eine Suchleiste. Und ansonsten auch, wie gesagt, gerne eine E-Mail schreiben. Steht hier alles unten in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Mal. Danke.